Dann geht's. Gut, Hauptstory. Hundestachel lassen wir Maus. Vor so Mutterliebe. Wenn ich mich recht erinnere, hatte Sherlock Flashbacks, dass er vor dem alten Haus stand, wo die gewohnt haben. Vor meinem inneren Auge blitzte gerade eine Erinnerung auf, die eines Polizisten vor unserem Herrenhaus. Aber warum war er dort? Stonewood Manor muss sich in Grand Surrey befinden. Ich hatte auch bruchstückhafte Erinnerungen an eine Brücke und eine Kirche auf einem Hügel. Das Herrenhaus muss dort irgendwo in der Nähe sein. Grand Surrey. Kirche auf einem Hügel. Grand Surrey. Palazzo. Eine Brücke in der Nähe. Also es gibt hier nur zwei Brücken. Also entweder da oder da. Muss ich mal kurz hier raus, damit ich eine Reise machen kann. Dann suchen wir mal Sherlocks Herrenhaus. Okay. Ich kann hier hin. Dann kann ich hier in der Nähe mal eine Kirche suchen. Auf einem Hügel. Muss ich hier erstmal die Straßen kennenlernen. Lauf, Sherlock, lauf. In der Nähe eine Brücke. Ist hier irgendwo eine Kirche? Oder ein Herrenhaus? Kann hier aber nirgendwo weiter nach links rein, oder? Oder kann ich hier einfach rein? Ne, so habe ich mir gedacht. Ne, das ist es nicht. Gehe ich mal weiter nach da oben und jetzt gammelt mich hier so ein Mädchen an. Und gehe da nochmal weiter nach rechts. Und da nichts ist, dann gehen wir auf die andere Seite der Stadt. Kirche auf einem Hügel. Da ist auf jeden Fall das coole Lustschild. Und hier bin ich schon gar nicht mehr in Grand Surrey drin. Kann sein, dass das auf der anderen Seite hiervon ist. Wenn hier vorne nichts mehr ist, dann reisen wir mal. Ah, ja, natürlich, hier sind Kanonen. Alles klar. Gut, dann gucken wir mal, dass wir nach hier reisen. Und dann über die Brücke gehen und gucken, ob wir da irgendwas finden. Ja, das ist doch eine Kirche da hinter dem. Ist die Brücke. Ist hier nicht eine Kirche? Nee, das ist nur ein Turm. Kirche auf einem Hügel. Da oben. Das ist doch eine Kirche, oder? Kirche auf einem Hügel. Hallo Sari. Hallo. Kannst du nicht schlafen, mein Schatz? Ja. Babys wollen noch ein lecker schmecken. Ja, Babys wollen noch ein Leckerschmecker. Stonewood Manor. Oh, hab's gefunden. Modi. Leckerli. So, das alte Zuhause von Sherlock Holmes. Hey, Sherry, there's post here, and it seems as if the letter was delivered recently. Brief von meinem Bruder Minecraft. Sherlock.
Ich hoffe, du wirst diesen Brief niemals lesen, denn das würde bedeuten, dass du deinem absurden Hirngespinsten doch gefolgt bist. Die Vergangenheit ist vergangen. Zeit und Energie zu investieren, um bereits Erlebtes wieder aufzurollen, ist ebenfalls kindische Zeitverschwendung. Im schlimmsten Fall eine pathologische Schwäche. Tod durch Tuberkulose ist kein schönes Ende. Und trotz all deiner Proteste war es besser, dieses Elend von dir fernzuhalten. Es ist anzunehmen, dass du dem Grab unserer Mutter bereits einen Besuch abgestattet hast. Ich gehe davon aus, dass du damit deinen dringenden Impuls nachgekommen bist und nun umgehend nach London zurückkehren wirst. Es ist an der Zeit, dass du dich von der Vergangenheit abwendest und dich stattdessen der möglichen Zukunft widmest. Das Königreich braucht dich, Mycroft. After Ja, reading nee. that, I am even less eager to return home than before. Ich wollte gerade Let's sagen, investigate our manor. That's the Mycroft I know. Predictable. jetzt wird er noch weniger nach London sofort wieder zurückgehen. There she is. Our old manor. It's smaller than I remember. You were a couple of feet shorter back then, Sherry. Or maybe it's bigger on the inside. Wir gucken erstmal uns außen um, würde ich sagen. Oh, hier brennt sogar noch Licht. Why does this barn give me such an unpleasant feeling? Oh, I know. It's because Mycroft used an axe to shoo you out of here. It scarred you for life, but I enjoyed it. Hast du etwa das Licht angelassen, Kiessi? Ja, wahrscheinlich so 10 Jahre lang. Das wird teuer. Aber nur ein bisschen. Und das hier. Ah, okay. Was ist denn das Gruseliges? Okay. Hey, that's Wooden Joe. He was always the best at playing criminals. Wooden Joe, alles klar. I did not expect these to still be here. It was enjoyable to practice using real handcuffs to make an arrest. And this must be the reason our suspect was apprehended. Wood and glass, oh, very precious. Mhm. An irreplaceable tool for catching a thief. Aus gutem Holz geschnitzt. Ja, ja. So. Sonst noch was hier irgendwo? Wenn nicht, dann gehen wir mal ins Haus. Ja, wir müssen wohl ins Haus. Look at the ash all over the door. I don't recall hearing of a fire. We don't have to stay here. You can afford another night or two at the hotel. It's stuck. Oh well, let's just head back. They probably haven't even stripped our room yet. Come on. Must be locked. Move aside. Let me have a go. Seems fine to me, Sherry. This barrier, perhaps it's mental, not physical. Or perhaps the rest of us are simply constrained by reality, John. I wonder if there's a key secreted somewhere in the garden. Try to recall that memory about the policeman, Sherry. Concentrate. Erinnerungen an meine Vergangenheit. Okay, das ist der Brief. John fordert mich auf, zu versuchen, mich vollständig an die Sache mit dem Polizisten vor unserem Herrenhaus zu erinnern. Und wie mache ich das? Gute Frage. Oh. Um das zu beantworten, werde ich jetzt ein paar Erdnüsschen essen. Guten Hunger! The policeman brought us both home, John. That's why he was here. I'm pretty sure he brought something else with him too. Do you remember what it was?
Metall, glänzen. I bet it was our reward. No, we were not so lucky. Keiner It was a Gegenstand. set of lockpicks that we had used to sneak into someone's house. That's why we were arrested. Did someone come out to investigate all the commotion? Erwachsene, männlich, Familienmitglied. It was Mycroft. He smoothed things over and convinced the policeman not to press charges. The officer left and never returned. But we had to endure a serious talking to from my brother. Mycroft wasn't happy about the fact that we were arrested. It felt like he lectured us for hours. Did we give him something afterwards, Sherry? Oh, yes. Yes, now I remember. It was a letter. That's why we snuck into the house. Mycroft asked us to. He wasn't angry we stole, but that we got Sondern weil wir caught. erwischt wurden, Oh, okay? that's right. It must have been only a couple of months after we moved to Cordona. Ugh, the good old days. Whoa. How very odd. It appears that memory stood between me and the manor. It's as if my mind palace had seeped into the real world. This deserves further investigation. Perhaps there's more to discover inside. Ja. As long as there is a comfortable place to put my feet up, I'll be happy. Maybe a chaise longue. Aha. In we go. Auf geht's ins Herrenhaus. Home sweet home, Sherry. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Achso. Wie ist das jetzt hierher gekommen? Mycroft's umbrella. The only outgoing thing in his wardrobe. Home sweet home, Sherry. One of the first things I saw when entering this house as a child. It's like déjà vu. Auktionsvermittlung. Hiermit teilen wir mit, dass am 20. Juli eine öffentliche Auktion im Stonewood Manor stattfinden wird. Bei den zu ersteigernden Stücken handelt es sich um eine erlesene Auswahl aus dem Besitz der Familie Holmes. Alle Stücke wurden von Sachverständigen begutachtet und auf ihre Echtheit überprüft. And I was wondering why it's so empty in here. There may be a small chance that some of our property could be found among local traders' wares. It is worth a look, wouldn't you say? Another memory incoming, Sherry. Strange. I struggle to recall anything about the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning. Ah ja, okay, ich kann die Räume nicht betreten, weil ich die Erinnerungen nicht habe. Die Reise war... This trip was a challenge for our mother. I tried to help her. Mutter... Our mother brought a slew of belongings with her. She refused to leave a single thing in London. Mycroft had to spend the whole day dealing with it. There was always a hat on our stand, but I'm sure it did not belong to Mycroft. Do you feel it? Is it the air shimmering, or is it my imagination? Oh yeah. Jetzt werden wir alles mal ein bisschen gerade rücken hier. So, Minecraft hatte den ganzen Tag... Nee, nicht wir. Minecraft hatte den ganzen Tag damit zu tun. Sherlock versuchte Mutter zu helfen. Das ist Minecraft. Ja. Es hing immer ein Hut da. Oh.
Hallo? Ja. Oh. Wird das ja aus Versehen gerade verändert? Nein. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas hier? Nee, ne? Ich glaube, das müsste so richtig sein. Your neighbors will be told that Mrs. Holmes is suffering from tuberculosis. It is common to move closer to the sea in such cases. Thank you, Dr. Richter. No, Sherlock, step away from her. Upstairs. Go to your room. Lean on me, Mother. Take your time. Actually, I never heard her coughing. I remember now. Es regnete an den Tag, an dem wir früh am Morgen auf Cordona ankamen. Sherrys Mutter war schwach und ziemlich wackelig auf den Beinen, aber er wollte ihr helfen. Mycroft war gerade mit dem Gepäck beschäftigt, doch als er sah, wie sein kleiner Bruder versuchte, seiner Mutter zu helfen, trug er ihm auf, nach oben auf sein Zimmer zu gehen. Als letztes traf der Arzt auf dem Anwesenden ein, Otto Richter. Er sagte, die Nachbarn würden sicher glauben, dass Violet an Tuberkulose leidet. Sherry wurde inzwischen klar, dass er sie damals nie hatte husten hören. Erinnerungen. I feel dizzy. It's stuffy in here, isn't it? John, are you all right? I'll be okay in a minute. How about we find our room in the meantime? Okay. Ich glaube, je klarer Sherlock das wird, desto weniger braucht er seinen imaginären Freund noch. Oh nein, dann bin ich ja überflüssig. Ja, weil John, jetzt wo Sherlock sich ein bisschen mehr erinnert hat, ist John ein bisschen schwummrig geworden. Ich gucke mich erstmal noch hier unten um und dann gehen wir hoch in unser Raum. Hallo? Hallo? Sherlock hier? Kann ich nichts machen? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Mhm. Okay, dann hier kommen wir auch noch nicht rein. Die ist auch noch gedanklich verschlossen. There must be something important behind it. I can feel it. Und da kommen wir irgendwie nicht durch. Okay, dann gehen wir erstmal hoch. Mhm. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Konnte nicht genau sehen, aber das waren wahrscheinlich Sherlocks und Johns Initialien. Aha. Look at this. It's like traveling 10 years into the past with a single step. Oddly satisfying. Und mal hier. Ja, Spielzeugkiste. Ein kleines Holzpferdchen. Cannot believe all my toys are still here. Hey, they were not just yours. They were half mine too. Ja, ist ja gut, ihr imaginärer John. Die Hälfte der Spielzeuge gehört dir. An artifact from Palau carved out of bone and claimed to be 300 years old. My mother proved it was a fake. My very favorite plaything. It was the perfect pirate treasure. Oh, it reminds me of our neighbour. He had the same balloon in his yard, only bigger. Do you remember? Yes, we visited him several times while living here. I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. Einfache Zeichnung, Alter. Für mich ist das ein Kunstwerk, was da ist. Irgendwie schon, ja. Diese einfache Zeichnung anzufertigen. Mhm. Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a tool behind. Aber das ist ein Brief. Kannst du das nicht nehmen? Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a tool Ich würde behind. gerne diesen Brief lesen. Dann halt nicht. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Look at this, John.
Remember how desperately I wanted to learn the violin? I never had a proper opportunity. Such a shame. I always hated the rule about being silent in this place. Ja, ich glaube aber Geige spielen wirst du noch lernen. Robinson Crusoe. The only fiction book on my table. I can still hear my mother reading it to me. Interesting. What's that over there? Schlüssel. This doorknob has a cross-shaped end. Too intricate to be merely a Ja, handle. das sieht aus wie ein You know Schlüssel. what? That definitely looks like a key. Mhm. Let's poke around and see if we can find any Ja, secrets. so ein bisschen. So many pleasant evenings were spent here with the encyclopedia. Ach, wir and so archive. viele schöne Abende mit Enzyklopädien verbracht. Oh Mann. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. You mean for spying on people? So, kann ich jetzt diesen Brief lesen? Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such Das a stört tool mich jetzt, behind. dass ich diesen Brief dann nicht nehmen kann. Gedankenspiel. Gedankenspiel. John erinnert sich daran, dass wir einst irgendwo in unserem Zimmer einen Schatz versteckt hatten. Ah. Also ist das doch hier irgendwo. Oh. Wie? Need to repeat this one day, but with bullets. Okay. Wir können ein Gedankenspiel machen. In ihm genau von John, verschwundene Polizeiakte, Mutter starb an Tuberkulose, keine Tuberkulose. Das kann möglich sein. Wasn't that neighbor missing a finger? That does sound vaguely familiar. Wasn't his name, Theodore. Theodore Gilden, perhaps? It's the perfect time to investigate. Ja, jetzt will ich aber erstmal diesen Schatz finden. Ich soll einen versteckten Schatz in unserem Zimmer finden. Hier war nix. Den kannte ich auch nicht, ne? Nein. Hab ich irgendwie, kann ich irgendwie in einem Inventar oder so gucken? Nee, ne? This time I was first to pick beds. This one's mine now. Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a tool behind. Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. Wo ist der I've versteckte definitely found a better Schatz? use for it. Unterm Bett? Ja, das Problem ist, ich kann da halt nichts anklicken. Also, Und mit deinem Spürsinnfähigkeit siehst du auch nichts? jetzt noch nicht.
Aha, da gehört das Ding hin. Aber Sharp and well balanced. It would be a ich pity will doch to nicht leave das such a Messer. tool behind. Ich weiß, wo der Knauf hinkommt, aber ich kann da nichts anklicken. Musst du den vielleicht irgendwie erst ausrüsten oder so? Nee, ich habe keine Item-Zeug. Hm. Warte mal. Was anheften. This time I was first to pick beds. This one's mine now. Wie kann ich denn... Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a tool behind. Schlüssel, die wir gefunden haben, der gehört da in diese Schublade, aber ich kann die Schublade nicht aufmachen. Okay, das muss doch der Schatz sein. Ich guck mal kurz nach. Das kann doch nicht sein, dass das einfach nicht funktioniert. Ja,